Moin liebe Lüt, willkommen zurück auf dem Kanal. Ich bin in Las Vegas auf meiner US-Tour angekommen und meine Pläne haben sich zerschlagen. Ich zeige euch mal das Wetter hier draußen. Und eigentlich wollte ich mit euch heute zum Valley of Fire und zu den Red Rock Mountains fahren. Das sind zwei Ziele, die ich euch sehr ans Herz lege, wenn ihr hier irgendwie Zeit im Bereich Las Vegas verbringt. Die kann man von hier aus gut als Tagestour mit einplanen. Wenn es denn nicht gerade aus Kübeln gießt, werde ich heute mal euch ein bisschen den Las Vegas Trip zeigen. Aber als erstes zeige ich euch mal mein Hotelzimmer. Ich habe euch ja schon das ein oder andere Hotelzimmer von mir gezeigt. Und ihr habt vielleicht schon festgestellt, ich lege keinen großen Wert auf ausgeprägten Luxus. Ich brauche ein sauberes Bett, ich brauche eine saubere Dusche, ich brauche ein sauberes WC. Ist das erfüllt, ist alles andere nebensächlich. Ich brauche kein Schickemadöns, kein Gedöns, kein Gedingens. Mein Tresor in meinem ersten Hotelzimmer hier war auch bereits im West Tower. Da war der Tresor defekt. Er ließ sich nicht mehr öffnen. Also der Vorgängergast hatte seinen PIN drin gelassen und hatte die Schlossriegel rausgefahren. Das kriegt man dann nur resettet, wenn man das Batteriefach öffnen kann, die Batterien rausnehmen kann. Das ging aber schon mal nicht. An das Batteriefach kam ich mit meinem nicht vorhandenen Werkzeug nicht wirklich ran. Die Schraube war so fest angezogen, dass meine Nagelschere es mir nicht ermöglicht hat, das Ding zu öffnen. Es fehlte dann auch bereits eine Taste, nämlich hier die 6er-Taste war komplett weg. Gut, dann kann man ja einen Code nehmen, wo keine 6 drin ist, dann funktioniert das ja auch wieder. Aber die Batterie war auch noch leer. Ich habe daraufhin den Frontdesk angerufen, habe denen meine Lage geschildert. Ich habe eigentlich gedacht, die schicken mir dann gleich einen Techniker oder sagen mir, ja, in 2 Stunden kommt der Techniker vorbei. Wäre auch schon nervig gewesen, weil man will dann ja auch irgendwann los und das Essen gehen und muss dann auf den Haustechniker dann warten. Aber ganz wider Erwarten hat sich etwas ganz anderes daraus ergeben. Ich habe vom Frontdesk dann stattdessen die Aussage bekommen, ja Mensch, gut, dass Sie das ansprechen. Lassen Sie uns ruhig offen reden. Wir sind dabei, die Zimmer sukzessive zu modernisieren. Und ich weiß, dass in vielen Zimmern zum Teil die alten Tresore noch drin sind und die zum Teil auch nicht mehr funktionsfähig sind. Da Sie jetzt offensichtlich Wert auf den Zimmersafe legen, habe ich Sie hiermit auf eine Mini-Suite abgegradet für die Inconvenience, also für die Ärgerlichkeit, dass ich dann nämlich meine ganzen Koffer und alles wieder unten zum Frontdesk schleppen muss. Musste dann also einmal alles, ich hatte Gott sei Dank noch nicht viel ausgepackt, dann wieder zum Frontdesk runterbringen und habe dort dann meine neuen Schlüssel in Empfang genommen von dieser Mini-Suite, ein großes King-Size-Bett. Da habe ich ein wunderschön großes Badezimmer mit einer Eckbadewanne und einer Dusche zur Auswahl. Das ist dann auch schon ziemlicher Luxus. Und unschlagbar natürlich ein fantastischer Blick über den Las Vegas Strip. Also dieser Ausblick hier, den lassen die sich wahrscheinlich normalerweise eigentlich bezahlen. Aber der Ausblick ist schon mal wirklich toll, auch wenn das Wetter heute leider nicht mitspielt. Ich bin hier im 34. Stockwerk, ab ins Erdgeschoss. 34 Stockwerke, es geht rasant nach unten, wie ihr seht. Die Casinos sind immer so ein kleines bisschen wie ein Labyrinth gebaut. Ihr sollt euch hier drin verlaufen und euch hier länger drin aufhalten, als ihr eigentlich wollt. Über diese Rampe kommt man dann in den 2. Stock. Ihr seht schon, wie ein Artist sich da gerade abseilt. Dieser Bereich ist dann auch eher kindgerechter. Hier stehen dann also eher so Automaten, die dann auch tatsächlich für Kinder dann geeignet sind. Sieht man hier schon so ein bisschen Chicken a Pot for Chickens. Und in diesem zentralen Manegenteil findet dann zum Teil Hochseilakrobatik statt etc. Aktuell ist hier aber gerade nichts am Laufen. Ja, auch wenn es jetzt hier sehr, sehr dunkel ist, aber jetzt weiß ich auch, weshalb hier nichts stattfindet. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, keine Show. Offensichtlich habe ich Glück. Der Zutritt scheint frei zu sein. Free Admission zum Adventure Dome. Hier habt ihr jetzt einen Blick auf die Achterbahn. Ist natürlich von der Streckenlänge her nicht so wahnsinnig groß, weil das muss ja alles hier unter die Kuppel passen.
schon einiges geboten hier. Allmählich ist es jetzt auch schon dunkel geworden. Da hinten seht ihr den Stratosphere Tower. Das ist also das nördlichste Ende des Strips. Now open, Fashion Show Mall Las Vegas. Eine Möglichkeit, wie ihr hier sehr gut in Las Vegas von A nach B kommt, ohne Parkplatzprobleme und alles, ist der Bus The Deuce. Der fährt hier den Strip auch bis hoch zur Fremont Street Experience hoch, im ungefähren 20-Minuten-Takt. Tagesticket, 24-Stunden-Ticket kostet $8, 2-Stunden-Ticket kostet $6. Also eine super Möglichkeit, sich den gesamten Strip mit allen wesentlichen Casinos auch einmal, ohne sich die Füße wund zu laufen, angucken zu können. Und wir fahren jetzt mit dem Bus erstmal zur Fremont Street Experience, dem alten klassischen Teil von Las Vegas, wo ursprünglich mal die ganze Casino-Geschichte mal angefangen hat, hier mit dem Golden Nugget. Four Queens, Binions und The D sind jetzt heute so auch die bekanntesten dort auf der Ecke. Meine Haltestelle hatte jetzt keinen Automaten, das heißt, ich muss den Bus bezahlen. Tipp für euch, ihr müsst exakt $8 parat haben, er kann nicht wechseln, er hat kein Geld an Bord. Kreditkarte geht auch nicht, also abgezählte $8 pro Fahrschein, den ihr braucht, parat haben. Und hier kommen wir jetzt in den Bereich der Fremont Street Experience. Mitten in der Fremont Street ist dann noch mal einmal eine Querstraße mit Fußgängerüberweg. Da endet dann aber auch die Überdachung. Aber Slotzilla fängt da drüben erst an. Das sind übrigens Drahtseile, die hier bei uns gespannt sind. Ihr könnt euch also während der Öffnungszeiten sowohl in sitzender Position als auch in Superman-Fliegerposition hier einmal quer durch die Fremont Street durchschießen lassen. Das hier ist der berühmte Heart Attack Grill. Over 300 Lips eats free. Wer also mehr als 350 Pfund wiegt, muss hier fürs Essen nichts mehr bezahlen. Achtung, dieses Establishment ist schlecht für Ihre Gesundheit. Hier können Sie sich wiegen. Und das Ganze gibt es schon seit 2005. Man kriegt hier die Getränke sozusagen in Infusionsständern gereicht. Die Gäste haben Patientenkleider an. Und wer sein Essen nicht aufkriegt, der kriegt den Hintern versohlt von den Krankenschwestern, die hier drin sind. Es ist wieder soweit. Es haben 2 Leute nicht geschafft. Und jetzt wird er vorbereitet. Das wird man bis hier rausklatschen. Und seine Freundin oder Frau ist auch noch fällig. Die steht da nämlich auch schon als nächstes. Komm hier. Da wird auch mal richtig draufgegeben. Jawohl. 3 gibt's. Heart Attack Grill. Schlecht für eure Gesundheit. Da seht ihr auch die Patientenkleidung hier. Cash only because you might die before the check clears. Also hier wird Cash bezahlt, weil vielleicht sterbt ihr schon, bevor ihr eure Rechnung bezahlt habt. Das Ganze findet ihr, wie gesagt, kurz hinterm Slotzilla, am Ende der Fremont Street. Gleich um die Ecke ist dann auch die Bushaltestelle für The Deuce, um wieder zum südlichen Teil des Las Vegas Strips zu kommen. The D Vintage Vegas, up for fun. Gibt es die alte Automatenausstellung doch noch?
Und sie ist nur an eine andere Stelle gewandert. Das probieren wir doch jetzt gleich mal aus. Ich muss natürlich hier immer aufpassen mit der Musik. Deswegen rede ich jetzt so viel. Denn wenn die Musik jetzt erkennbar irgendwo den Hauptteil ausmacht, dann habe ich hier ganz schnell einen Copyright-Claim drin. Das ist auch der Grund, weshalb ich euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle in diesen Aufnahmen plötzlich eine völlig andere Musik dann einspiele einfach. Also die Vintage-Automatengeschichte hat sich eigentlich erledigt. Das steht nur noch draußen dran. Der einzige Vintage-Automat ist der Sigma Derby Win 400 Coins. Der ist noch da. So, das hier ist jetzt mein Lieblingsspiel im The D's, ein alter klassischer Automat. Derby. Ihr setzt hier auf das Quinella, also welches Paar als erster und zweiter reinläuft. Am Rand des Spieles sind dann die Odds, also wie die Chancen stehen. Für ganz kleines Geld mit ein paar Quarters könnt ihr hier stundenlang spielen. Und es macht einfach Spaß, den Pferden zuzuschauen. And here they come. The real horses look so small in real life. Go, 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 go! What do we got? 4-5. 5. Und die hatte ich natürlich nicht gesetzt, also kein Gewinn. Hier kann man auch schön sehen, dass es alles noch Mechanik ist. Ne? Da kann man richtig die Ketten unten drin sehen, die das ziehen. Oh, look at 5. 4-5, 4-5. 4-5. And I even got them 2 times. Hey, I got it! Yep. Oh, son of a bitch. That's what's up! Ihr merkt, die Leute haben hier Spaß. So, jetzt kommen wir hier am Treasure Island vorbei mit den Piratenschiffen. Approaching Caesar's Palace, Flamingo Hotel, The Link. Aber wir sind wieder am Eiffelturm. Oh, wir haben Glück. Es geht los. Und hier gehe ich auch mit vom Bus runter. Mehr wollte ich vom Strip heute gar nicht mehr angucken. Alles euch zu zeigen ist gar nicht möglich. Dafür gibt es hier einfach viel zu sehen. Beste Möglichkeit, die Straße zu queren, sind immer diese Brücken. Eigentlich die einzige. Die Rolltreppen scheinen das Wasser nicht so gut zu vertragen. Es hat ja geregnet. What happens in Vegas stays in Vegas. Diese junge Dame hat wirklich gute Freunde. Sehr gute Freunde. Viele Straßenkünstler, alle versuchen irgendwo ihren Lebensunterhalt hier zu verdienen. So, Musik muss ich andere gleich drunter schneiden, weil hier läuft jetzt gerade Lady Gaga. Da habe ich natürlich sofort einen Copyright-Claim. Aber jetzt gucken wir mal ein bisschen Fountains.
Bei den Shows gibt es wirklich einen Tipp für euch. Da gibt es einen Shop, der ist hier an mehreren... It's my pleasure. Die wollten jetzt ganz gerne mal ihre Fotos vom Eiffelturm machen. Da mache ich doch gerne ein bisschen Platz. Ja, zurück zum Thema. Also es gibt da eine Ticketbooth hier. Die Tickets for Tonight heißen die, oder hießen sie zumindest. Ich hoffe, dass es sie immer noch in der Form gibt. Denn dort kriegt man übrig gebliebene Ticketkarten, zum Teil extrem stark rabattiert. Also es kann halber Preis, es kann ein Drittel des Preises sein. Ja, die Krankenwagen haben ja auch immer zu tun, wie man sieht. Und da es hier wirklich sehr, sehr viele, sehr hochwertige Shows gibt, da kommt schon wieder der nächste Krankenwagen, ist das natürlich tatsächlich ein Tipp wert, dass man da mal sagt, so Mensch, 2 Abende habe ich, da gucke ich mir für jeden Abend irgendwo eine nette Show raus, um das Ganze dann auch so ein bisschen genießen zu können hier. Unterschriften sammeln auf der Hose. Sieht irgendwie nach einem Junggesellenabschied aus. Wir sind wieder da, wo ich angefangen habe, euch meine heutige Runde zu zeigen. Wir sind wieder an meinem Hotel am Circus Circus. Wenn ihr zum Las Vegas sein wollt, seid ihr bereits auf der Höhe des Flugplatzes, wie man hier unschwer erkennen kann. Da vorne ist dann auch noch die Pinball Hall of Fame. Die ist tatsächlich auch noch mal ganz interessant, wer sich für Flipper interessiert. Wenn ihr euch hierher stellt, achtet bitte auch darauf, dass ihr wirklich nichts im Fahrzeug liegen habt. Denn hier sind auch häufiger mal Fahrzeugaufbrüche, weil die Leute ja lange anstehen. Das ist schnell passiert, Scheibe eingeschlagen und weg. Also alles verstauen, wegpacken, stehen hier auch entsprechende Schilder. Ja, und das hier ist dann die Warteschlange, die man dann hat, wenn man sich dann einmal ganz allein vor dem Welcome to Fabulous Las Vegas Schild dann fotografieren will. Das geht jetzt eigentlich auch noch. Also da wird man jetzt vielleicht 20 Minuten stehen, bis man dann das auch mal einmal exklusiv hat für sich. Das Bild. Aber kleiner Tipp, wenn ihr nicht unbedingt auf dem grünen Rasen stehen müsst, für dieses Foto. Mit einer Seitenansicht, hier vorne könnt ihr es sehen, das Pärchen da vorne habe ich gerade kennengelernt, für die habe ich gerade auch ein paar Fotos gemacht. Dann habt ihr das Ganze in 2 Minuten erledigt. Na, das ist eigentlich vollkommen ausreichend, mehr braucht man nicht. Jetzt habe ich hier gerade entdeckt, dass es hier auch noch die Pinball Hall of Fame gibt. Die werde ich mir jetzt gleich auch noch mal angucken. Winke, winke! In grün sieht der Challenger auch sehr gut aus. Und das ist auch ein Mietwagen. Konnte ich eben gerade sehen. An den Anhängern, die er da noch im Auto rumliegen hat. Sowas entferne ich immer. Ich sehe immer zu, dass meine Mietwagen nicht mal mehr den Barcode haben. Den Aufkleber, den pulle ich ab. Parke ihn mir dann auf einer Taschentuchpackung, dass das Auto von außen nicht als Mietwagen erkennbar ist. Und jetzt habe ich mir hier meine Sammlung an Quarters geholt. Die können hier noch mal gut eingesetzt werden, weil die tragen jetzt dann auch zum Erhalt dieser Maschinen bei. Oh, da ist ein Deadpool und ein neuerer KISS. Der alte KISS steht da hinten, den gucken wir uns auch gleich noch mal an. Oh, die sind sehr gut eingestellt, die Flipper. Muss ich die eingesperrte Kugel befreien. Das war ein kurzer Multiball. Wird aber gleich wieder gestartet, da kommt gleich noch ein Ball. Glatter Abgang, wie man das so schön nennt. Also der hat eine echt ganz besondere Geschichte hier, dieser Flipper. Das ist 1993 ein Versuch gewesen von der Midway Manufacturing Company, die damals eine Untergruppe von der WMS-Gruppe war. Dazu gehört dann auch Williams, also einiges Midway und Williams, damals dieselbe Firma gewesen. Und die wollten diesen Flipper hier mal als völlig neues Konzept dann aufbauen. Das ist mal die alten Formen, die man seit Jahrzehnten kannte, dann tatsächlich mal aushebelt.
Von dieser Maschine sind 2 Stück entwickelt worden. Die sind komplett durchentwickelt bis in das allerletzte Detail. Die Software funktioniert, die Hardware funktioniert. Alles wunderbar. Dann ist er für einen Testaufbau tatsächlich mal aufgestellt worden. Und dann hat man bei diesem Test festgestellt, die Maschine hat genauso viel Ertrag abgeworfen wie manch anderer Flipper. Konnte aber nicht mal die ganz großen, wie Indiana Jones, so Flipper, die gerade in der Mode waren. Die konnte er quasi überhaupt nicht schlagen. Und deswegen hat man dann auch davon abgesehen, das in die Serie zu nehmen. Auch der deutsche Hersteller Nova hat da durchaus seinen Teil dazu beigetragen, denn die haben gesagt, sie sind nicht bereit, $1000 extra für diese größere und komplexere Maschine zu bezahlen, denn auch in der Pflege und Wartung heißt das natürlich, dass das Pflegepersonal sich wieder mit einem komplett neuen Gerätekonzept auseinandersetzen muss. So sind also Flipper-Freunde auf der ganzen Welt schon seit Jahren immer in dem Wissen gewesen. Es gibt diese Maschinen, die sind aber wieder Holy Grail, denn als diese ganzen Flipper-Geschichten von Williams aufgegeben worden sind, Williams hat sich dann auf Slotmaschinen konzentriert und hat die Flipper-Produktion komplett eingestellt, haben die ehemaligen hohen Tiere dann diese beiden Maschinen mitgenommen und bei sich zu Hause aufgestellt. Keiner wusste was davon, keiner konnte sie sehen. Es gab halt nur die Gerüchte, es gibt diese Maschinen. Und jetzt für dieses Museum, weil es ein legitimes Museum ist, hat Williams Electronics Lead Larry Demar und Steve Kordek zusammen diese Maschine hier zur Verfügung gestellt. Eine von 2, die jemals gebaut worden sind, damit man sie dann auch hier tatsächlich mal spielen kann. Und das mache ich jetzt natürlich auch. An so einem besonderen Flipper muss man ja mal einmal gespielt haben. 1, 2, 3. So, jetzt. Also eine hat er geschluckt, aber das sei ihm gegönnt. Und hier ist ein grüner Knopf, um den Ball zu starten. Erste Rampe. Da geht er hier oben in das kleine Feld. Und noch eine höher. Jetzt ist er auf dem Elefanten. Oh, schön. Der ist wirklich lustig gemacht. So, das müsste der 3. Ball sein. Danach ist hier Feierabend. Oh, der ging aber ganz schnell. Bye, bye. Das ist das berühmte Stück. Jetzt habe ich an einer Legende gespielt. Turniergerät Indiana Jones. Es finden auch Pinball-Turniere statt. Und auch Game of Thrones hat längst seinen eigenen Flipper. Was kostet denn der Triple X? Denn der läuft sogar. Steht nichts drauf. Vielleicht kriegt man den ja sogar für 25. Spielen wir mal was ganz Altes. Jawohl. Da reicht ein Quarter. Ja, die Pedals sind schon ein bisschen schwach. Schaffen es kaum noch, den nach oben zu schießen. Aber es geht um den Spaß. Oh, da geht er ab. Love Tester. Measure your sex appeal on this love meter. Das probieren wir doch mal aus. Ich will doch mal wissen, ob ich Sex appeal habe. Dann schauen wir doch mal. Rein damit. Und jetzt. Wow. Ich bin uncontrollable. Das ist ein Ergebnis, mit dem kann ich leben. Auch die ganzen anderen Arcade-Geräte sind hier auch mit ausgestellt. Auch solche Klassiker wie Asteroids, Atari. Kommt euch das hier noch bekannt vor? 1980 von Atari entwickelt.
Vektorgrafik. Das Spiel macht auch heute noch Spaß. Space Invaders, auch mal ein ganz besonderer hier, weil der hier arbeitet mit einer Art 3D-Technik. Das sieht räumlich nach vorne vorgehoben aus, weil da unten der eigentliche Monitor ist und dann das Bild spiegelverkehrt darauf abgebildet hier auf die Hintergrundfläche drauf gespiegelt wird. Joust, das war mal eins meiner Lieblingsspiele, da konnte ich auch richtig stundenlang dran spielen, weil ich da auch gar nicht schlecht war. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob ich noch Joust spielen kann. Ein Quarter, ein Credit, ist auch mein letzter Quarter. Mit der Taste hier muss ich ihn zum Fliegen bringen. Die dürfen nicht auf mir landen, aber ich muss auf ihnen landen und dann muss ich die Eier einsammeln. Oh, da war ich selber fällig. In der Luft aufgesammelt. Schönes Geräusch, wenn er bremst, ne? Level 1 completed. Jawohl, es geht noch. Jetzt brennt hier unten die Brücke ab, das heißt, jetzt kann man da unten in die Lava fallen. Und irgendwann werden das so viele, dass man kaum noch eine Chance hat. Der war... Oh, thy game is over. Enter your initials. Das habe ich ja ewig nicht gemacht, ne? Mick. My initials. Ich bin auf Platz 15. Für den Quarter richtig Spaß. Hier haben wir dann einen der alten Playboys. Da drüben habe ich auch schon einen der neueren Playboy-Flipper gesehen. Aber das ist hier noch der erste, direkt neben einem KISS. Die Jungs sind auf Abschiedstournee. Elvira, Mistress of Darkness. Das ist eine echte Schauspielerin, die hier durchaus nicht unbekannt gewesen ist in ihrer Rolle als Elvira. Tales from the Crypt. Das ist doch schön gemacht hier. Das ist für mich Kulturgut, das hier erhalten bleibt. Und so etwas, finde ich, gehört unterstützt. Also kommt gerne hierher. Lasst viele, viele Quarters in den Maschinen. So. Habe ich mir dann also auch ein T-Shirt mitgenommen. Das ist hier gut angelegtes Geld. $20 für ein T-Shirt finde ich dann auch nicht zu teuer. Jetzt habe ich hier auch wieder viel mehr Zeit verbracht, als ich eigentlich wollte. Aber für einen guten Zweck. Red Rock Canyon liegt westlich von Las Vegas, auch unmittelbar an den Stadtgrenzen. Ist mal wieder ein Fall für America the Beautiful. Bin jetzt allerdings auch gespannt, weil es stand hier jetzt Reservations required. Hello, I only have this one. Still need to make a reservation, which Yeah. you can do that. $2 so It's $2 for the reservation. that's correct. Okay, that will be no problem. Car and Ah, okay, here we go. Thank you very much. Ja, die $2 Reservierungsgebühr möchten Sie halt gerne noch einnehmen. Und hier gibt es dann also auch entsprechende Pfade. Man sieht die Leute da unten zum Fotografieren runtergehen. So, das ist der Plan, den ich jetzt dann eben gerade gekriegt habe. Also hier sind wir reingefahren. Hier ist Calico 1. Da habe ich jetzt gerade den Zwischenstopp gemacht. Das ist das, was ihr hier jetzt seht auch. Und dann geht diese Scenic Route hier dann einmal komplett rum. Das heißt also, dafür müsst ihr dann auch genug Sprit haben. Der Scenic Drive One Way ist 13 Meilen entlang. Ich habe 111 Meilen. Also selbst mit Steigungen dazwischen hier sollte das kein Problem sein. Wäre ja schön gewesen, wenn ich das gestern mit mehr Zeit hätte machen können, ne? Da hätte ich mich hier richtig austoben können. Aber gestern, ihr habt die Bilder gesehen, wie das Wetter gestern war. Vom blauen Himmel war da nichts zu sehen. Jetzt guckt euch mal diese Pracht an hier. Es ist echt eine Schande, dass ich da jetzt so schnell einmal rundherum fahren muss. So, dann haben wir 13 Meilen
Scenic Drive. Man kann natürlich die ganze Schönheit hier auf Video überhaupt nicht wiedergeben. Das ist wie mit so vielen Dingen. Das muss man wirklich live gesehen haben. Nur dann erschließt sich einem das richtig. Und jetzt geht's zurück nach Las Vegas und wir suchen uns eine schöne Tankstelle aus. Jetzt sind wir mal gespannt, ob es heute mal funktioniert oder ob ich wieder reinrennen muss. Processing. Ich probiere es mal mit 90 210 Beverly Hills. Please see cashier. Of course. Kennen wir ja schon das Spiel. I'm on pump number 7. This is a German credit card, and of course it says, please see cashier because of my zip code. I think $60 prepay should do. On 7. 1638. Hier könnt ihr auch auf der Tankstelle Glücksspiel betreiben, wenn ihr wollt. Wir sind halt im Glücksspielstaat Nevada, ne? Immer noch. So, jetzt ist er hier freigeschaltet. Rüssel rein. 87 wählen. Jetzt stand da eben auch $60 prepaid. Und jetzt wird mir hier erstmal Werbung vorgespielt. Auch das, ne? Also komplett mit Ton und allem. Ja. Wie lange das wohl dauert, bis wir das auch in Deutschland bekommen, dass uns hier Werbung beim Tanken vorgespielt wird. Müsste ich den Sprit doch billiger kriegen eigentlich, oder? So, während der nächste Werbespot läuft, kann ich mich für heute verabschieden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.